Hallo meine Freunde! Heute beschäftigen wir uns mal mit diesem hübschen S2. Er gehört meinem Freund Jörg und zwar möchten wir dort die Steuerzeiten an der Nockenwelle einstellen. Um an die Ventilkammer ranzukommen, müssen wir hier erstmal alles abbauen. Also mal die Hauptzündkabel weg und dann die einzelnen Zündkabel. Immer ein bisschen wackeln, dann gehen die auch schön weg. Hat 3 Schräubchen, 8er Schlüsselweite, die letzte ist da unten versteckt. Die Schrauben sind unverlierbar, also braucht ihr nicht endlos drehen, sondern nur bis sie aus dem Gewinde sind. Und wir haben die Verteilerkappe. Den Gummi können wir auch gleich entnehmen. Der Verteilerfinger hat hier 3 Imbusschrauben. Seht ihr, hier unten sind die Ringe, die nicht mit rausdrehen, sonst fliegt euch das ganze Zeug spazieren. So, um an die Schrauben zu kommen, muss noch die vordere Verkleidung vom Zahnriemen runter. Porsche-like sind da etliche Schrauben verbaut. Eine sitzt noch hier, können wir auch gleich mal rausnehmen. Eine sitzt unterm Stutzen der Wasserpumpe, die wo man am blödesten drankommt. Und Vorsicht, die Schrauben kann man verlieren. Die Verkleidung nach vorne entnommen werden. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, aber sie geht raus. Jetzt kann auch die Kappe hier weg. Und hier ist eine Nicht-Originalschraube verbaut. Hier wäre normal auch eine Sechskant verbaut. Dann könnt ihr die nach vorne abziehen, die hat Passhilfen, ein bisschen ruckeln und dann hat man sie unten. Um die Ventilkammer abzunehmen, müssen wir jetzt halt weiterhin die Benzinschläuche hier öffnen und da muss erstmal die Kunststoffabdeckung von der Rail weg. Die Kunststoffabdeckung hat hier so kleine Rastnasen, die müsst ihr ganz vorsichtig aushängen, ihr müsst aufpassen, das Teil gibt es nicht mehr. Um die Benzinleitungen zu lösen, braucht ihr auf jeden Fall solche Krähenfüße oder Hydraulikschlüssel, also offene Ringschlüssel. Wer da mit dem Gabelschlüssel dran geht, ist nachher selbst schuld. Und dann dreht die Mutter und die ist da an der Rail. Also die müsst ihr gut festhalten und an der drehen. So sieht die Konstruktion aus und jetzt müsst ihr versuchen, die aufzukriegen. Das war's. Da wird jetzt einiges Benzin auslaufen, deswegen lege ich da immer einen Lappen drunter. Und da wir schon gelöst haben, können wir jetzt mit dem Gabelschlüssel, geht es einfacher zu arbeiten. An der hinteren das gleiche, auch wieder 19. Ihr seht, mit dem Gabelschlüssel hätte man da von vornherein verloren. Da ganz gut vorankommen. Wieder ein Lappen drunter. Ein bisschen Benzin kann auch hier noch kommen. Okay. Bei den Benzinleitungen müsst ihr immer schauen, dass die dicht sind. Ich nehme da immer ein bisschen Aluminiumfolie und dann kommt noch eine Lage Klebeband außenrum und dann halten die. Das gleiche auf der Gegenseite an der Rail. Darf halt kein Dreck reinkommen. Die Zündkerzenstecker müssen wir auch noch abnehmen. Die könnt ihr hier ein bisschen unterstützen. So rein mit dem Finger rausziehen ist immer sehr schwer. Ich mache die Kabel noch schnell weg, dann baumeln die nachher nicht so in der Gegend rum. Den Deckel zu verziehen ist zwar schon eine Leistung, wir machen ihn aber trotzdem wie einen Zylinderkopf auf, also von außen überkreuzt nach innen.
Weil alle lose sind, kann man eigentlich auch gleich rausnehmen, kann man auch drin lassen. Sollte der Deckel abgehen. Probieren wir es mal. Aha. Leichter kann er ja nicht runtergehen. Wenn, müsst ihr vorsichtig sein. Einen ganz kleinen, dezenten Hammerschlag kann man auch benutzen. Als nächstes braucht ihr eine vernünftige Standfläche für die Messuhr, weil der ganze Kopf besteht ja aus Aluminium. Ihr kennt mich ja, ich habe mir da extra ein Spezialwerkzeug gebastelt. Das sind ein paar Stehbolzen, weil man braucht hier einen Abstand, weil die Nocke ja vorbei muss. So, die drehen wir mal gut handfest ein. Auf die Stehbolzen kommt ein massives Stück Stahl. Da können wir nachher das Magnetstativ von der Messuhr dran befestigen. Zur Messung der Öffnung des Ventils habe ich mir so einen speziellen Adapter gebaut. Das ist hier ein Draht, der hier zum L gebogen ist, und da oben ist ein M2,6 Gewinde. Das heißt, ihr macht den Standardadapter von der Messuhr weg und an der Stelle kann diese Spezialkonstruktion eingeschraubt werden. Diese Konstruktion kommt nun senkrecht auf das Einlassventil von Zylinder 1 und oben können wir dann den Hub des Ventils ablesen. Bevor wir jetzt die Zentralschraube öffnen, befestigen wir hier erstmal die alte Stellung mit 3 Hilfsschrauben. Das sind M5 x 20. Ich glaube, M5 x 16 gingen auch noch. Die Hilfsschrauben zieht er mit 6 Newtonmeter an. Das Öffnen dieser Zentralschraube ist immer ein bisschen Arbeit. Ihr müsst ganz sicher gegenhalten. Hier beim S2 ist es 30 und das ist ein 10er Vielzahn. Und das hat geklackst. Ich mache noch einen, dann können wir mit der Ratsche weitermachen. Okay, das reicht schon. So reicht das schon. Muss ich nur drehen können. So, dann müsst ihr die Hilfsschrauben lösen. Jetzt sitzt das ganze Rad hier lose. Und jetzt drehen wir die Kurbelwelle zurück. Ihr dürft den Motor nicht rückwärts drehen, aber wir drehen jetzt hier nur, bis die an den Hilfsschrauben ansteht. Bis ich das jetzt hier in den Schlitzen. Ihr seht? Jetzt verschwindet es hier in den Schlitzen. Und in dem Moment, wenn ich anstehe, ist fertig. Aha, jetzt stehe ich an. Weiter dürft ihr auf keinen Fall drehen. Jetzt müsst ihr die Hilfsschrauben wieder anziehen, um diese Stellung festzuhalten. Jetzt müsst ihr die Zentralschraube auch wieder anziehen. Porsche schreibt 40 Newtonmeter, das ist jetzt aber nicht so wichtig, Hauptsache sie darf nicht lose drehen. Jetzt drehen wir den Motor in Laufrichtung durch. Ihr seht jetzt auch schön, wie das hier alles mitläuft, alle Ventile kommen, bis er auf dem Zünd-OT von Zylinder 1 steht. Das ist der Fall, Zünd-OT 1 haben wir, wenn die rote Maike mit der Kerbe hier fluchtet. Kurz vorher haltet er an, weil nicht diese Maike zählt, sondern die Stellung der Kurbelwelle. Das heißt, wir drehen es jetzt mal ungefähr in die Richtung. So, hier halten wir an. Porsche würde jetzt den genauen OT der Kurbelwelle mit einer zweiten Messuhr bestimmen. Das ist aber eigentlich Quatsch, weil ich habe das mal nachgerechnet. Durch den großen Umfang der Schwungscheibe ist die Maike dort viel präziser, als wenn wir jetzt mit einer Messuhr auf dem verbrannten Kolben rummessen. Deswegen prüfe ich die OT-Stellung hier hinten in dem Schauloch an der Kupplungsglocke. Jetzt müssen wir in den Bereich kommen. Ja, halt. Tickerle noch. Loslassen? Perfekt. Wir stehen genau drauf. Jetzt steht der Motor genau auf Zünd-OT Zylinder 1. Zünd-OT 1. In dieser Stellung stellt ihr die Messuhr auf 0 Hub. Die müsst jetzt aber Spiel in beide Richtungen haben. Also ich stehe jetzt hier irgendwo mittendrin, 3 mm Vorspannung, sagt Porsche, und wir sind bei der 0. Jetzt ist die Nocke komplett abgehoben vom Hydrostößel und die Nocke läuft jetzt hier rum und wenn die hinten anfängt, beginnt die Öffnung des Einlassventils. Die Messuhr bewegt sich jetzt kaum, stimmt's? Die Nocke ist jetzt ganz abgehoben, das ist alles problemlos und jetzt seht ihr, allmählich kommt die Nocke rum.
Jetzt kommt sie quer und jetzt beginnt sie sich langsam zu senken. Jetzt muss ich drehen, bis sie einen Hub von 75 Hundertstel Millimeter anzeigt. Du sagst mal, wenn sie anfängt sich zu drehen. Jetzt fängt er. Wie viel haben wir jetzt? Der läuft rückwärts. Ja, das weiß ich. 5, 6, 40, 30, 20. Da muss ich bei 25 aufhören. So, jetzt zeigt die Messuhr 25 an. Da sie rückwärts lief, haben wir jetzt genau den Hub des Ventils von 75. Jetzt müssen wir die Zentralschraube wieder öffnen. Der Einstellwert von den 75 Hundertstel darf sich dabei aber nicht verändern. Das heißt, jetzt müsst ihr absolut gegenhalten und wenig ruckeln. Als nächstes werden jetzt die Hilfsschrauben gelöst. Wo alles offen ist, müssen wir den Motor so weit weiterdrehen, dass er genau wieder auf OT steht. Das ist jetzt aber der Zünd-OT von Zylinder 4, da steht aber auch der Kolben von Zylinder 1 oben. So, das wird jetzt ganz zart gedreht, bis die OT-Maige kommt. Es bewegt sich jetzt in den Schlitzen. Ja. Jetzt kommt es auch. Ja, jetzt bin ich auch ziemlich am Ende. Stopp. In der Position sollte sich die Messuhr nicht verändert haben. Und jetzt dreht er mal die Hilfsschrauben fest. Dann haben wir den Bezug. So, hier ziehen wir es auch mal wieder leidlich fest. Finalen Anzug machen wir, wenn alles stimmt. Dann, das heißt, wir wiederholen die ganze Durchdreherei. Zuerst fangen wir mit Zünd-OT 1 an, also wenn die rote Maige wieder oben steht. So, jetzt hilft mir der Jörg wieder. Ich gehe dahinter rein und ich sehe das Dings, ja, langsam weiter. 2 Muckesäckele. Bei Zünd-OT 1 zeigt die Messuhr nun wieder 0 an. Perfekt. Jetzt gehen wir wieder auf die nächste OT-Stellung und dort müssen es 75 sein. Stopp. Muckesäckele. Ein Stück. Und jetzt haben wir genau wieder Er ist so 78 hätten wir. Das liegt innerhalb der Toleranz, sogar sehr gut innerhalb der Toleranz, weil wir haben einen Einstellwert von 75 plus minus 10 Hundertstel. Übrigens, beim S müsst ihr aufpassen, dort ist der Einstellwert 1,4 mm. Da jetzt alles funktioniert hat, können wir es jetzt final mit 65 Newtonmeter Drehmoment anziehen. Okay. Die Messuhr könnt ihr jetzt vorsichtig wieder aus dem Fahrzeug nehmen. Die Messbrücke kann wieder weg. Und konnten wir dann also ein bisschen anziehen und dann kommt der Bolzen auch raus. So, und auch der letzte Bolzen ist aus dem Fahrzeug. Wenn die Ventilkammer schon mal offen ist, müssen wir bei den S-Modellen, also bei den 16 Ventilmotoren, auf jeden Fall die Zähne an den Nockenwellen kontrollieren, reihum, schauen, dass es da keinen Zahnausfall gibt. Ist zwar eher eine Krankheit vom 68er, aber ein Blick schadet ja nichts. Und dann, ganz wichtig, ihr müsst schauen, ob die Laufschiene, insbesondere die obere, hat den größeren Verschleiß, hier Einlaufspuren hat. Wenn ihr das mit dem Plastikklotz runterdrückt, könnt ihr von hinten eine Sicherungsklammer einsetzen und dann kann man die Kette ein bisschen abheben und jetzt sieht man, dass hier so gut wie keine Spuren drunter sind. Das ist also hier noch perfekt. Klar, dass die ein bisschen farblich angekratzt ist, ist logisch. So, gut. Die Dichtungsreste entfernt ihr mit einem Schaber. Es muss jetzt alles blitzeblank werden. Wenn ihr so einen Kupferschaber nimmt, könnt ihr mit dem Aluminium nicht allzu viel kaputt machen. Ihr seht mich wieder bei meiner Lieblingsbeschäftigung, Porsche putzen. Müsst ihr ganz sauber diesen Kanal da freikriegen, da kommt ja wieder die neue Dichtung rein.
Wenn wir schon dabei sind, wechseln wir hier auch die Dichtringe an den Zündkerzenkanälen. Da müssen wir natürlich auch wieder runter gründlich reinigen. Ich mache unter die Dichtung immer ganz gern ein bisschen Diego HT, weil nämlich wenn das nachher undicht wird, ist es auch blöd. Lieber ein bisschen mehr verkleben als ein bisschen weniger. Jetzt sind die Dichtringe drin. Jetzt machen wir hier Diego HT rein. Dann kommt die Dichtung in die Nut. Das drückt auch das überflüssige Silikon raus. Und jetzt ist ganz wichtig, hier auf jeden Fall, da wo die Rippen sind, da muss nochmal Silikon rein. Ich mache es aber aus alter Erfahrung auch wieder doppelt. Den Gewindelöchern schaut er auch, dass da kein Öl drin steht. Insbesondere die unteren läuft gern Öl rein. Wenn das dann alles rundherum schön abgedichtet ist, kommt der Deckel wieder so drauf, dass ihr den Schriftzug Porsche von meiner Position aus sehen könnt. Und hier in der Mitte. Es kommen überall lange Schrauben rein und die kurzen sind in den Vierecken. Wie beim Zylinderkopf fängt er von der Mitte her an, die mal vorsichtig in die Gewinde zu drehen. Nächste hier, Kreuz, hier war eine in der Mitte noch. Um die nächste Stufe gefühlten Moments. So, dann zieht er das Ganze mal mit 8 Newtonmeter an. Das sind die 10. Und das sollte auch reichen. Das ist ja nur ein Ventilkammerdeckel, auch wenn er mehr Schrauben hat wie ein halber Peugeot. Jetzt können wir die Benzinleitung wieder anschließen. Vertauschen können wir sie nicht, die haben unterschiedliches Gewinde. Machen wir erstmal die Schutzkappen runter. Anfangs könnt ihr ohne Probleme mit dem Gabelschlüssel arbeiten. Sollte sogar eigentlich, wenn es gut ist, mit der Hand gehen. So, bis es anfängt schwer zu gehen, und dann machen wir mit den Hydraulikschlüsseln weiter. Hinten wieder gegenhalten. Dann kommt 17 über die Gegenseite. Und jetzt die halten und die. Das reicht. So. Halten. Und dann zieht er die halt vernünftig handfest an. Gut, so fest. Gut, Schläuche wieder in die Schutzschläuche. Okay. Hängt sie nämlich da immer noch. Ist kein Neubau. Ja, ich weiß. Dann drückt er die Leiste wieder ein. So, jetzt kommen erstmal die Hilfsschrauben wieder raus, weil jetzt kann der Verteilerfinger wieder drauf. Dann kommt die Kappe wieder drauf. Schön in die Passhülsen setzen. Wir sind ja noch auf Zünd-OT von unserer Kontrolle. Beim S2 muss der Verteilerfinger nun so nach links oben stehen.
von vorne gesehen. Also ungefähr in dem Winkel muss er drauf. Jetzt müsst ihr da die Schrauben suchen. Anziehen. Das reicht schon. Nur ein kleines Plastikteilchen, wo sich dreht. Und die Hochspannung an die richtigen Zylinder vergibt. Dann kommt das hübsche Stöpselchen hier drauf. Auch fertig. Jetzt können wir mit der Kappe weitermachen. Die Kappe hat jetzt wieder kein Orientierungsproblem, die kommt einfach drauf. Dann hat sie 3 Schräubchen. Anziehen. So, vor dass wir jetzt aber die Zündkabel drauf machen, hätte ich gerne den Deckel drin. Jetzt können wir auch die Verkleidung wieder draufsetzen. Mit ein bisschen Gewackel geht die drauf. Und die letzte sitzt immer am Stutzen an der Wasserpumpe, da wo man nicht beikommt. Man müsste die 6 Schräubchen der Reihe nach wieder zuziehen. Da hinten im Eck sitzt irgendwo einer. Dann kommen die ganzen Zündkerzenstecker wieder rein. Wir schrauben es erstmal hier an. Leicht die Kreuzschlitzschräubchen anziehen. Nummer 4, Nummer 3, Nummer 2, Nummer 1. Und jetzt müssen wir sie hier richtig sortieren. So, das ist Nummer 4. Nummer 4 kommt ganz unten. Dann kommt Nummer 2. Die haben wir hier. Dann kommt Nummer 1, die geht ganz vor. Und die 3 geht hier durch. Alle stecken, bis sie gut knacken. Hauptzündkabel nicht vergessen, sonst läuft der Motor nämlich auch nicht. Und dann kann es nie schaden, nochmal hier zu kontrollieren. So, Jörg und ich haben es wieder geschafft. Jetzt wisst ihr auch, wie man die Steuerzeiten am S2 sauber einstellt. Also, tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss.